rc-sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, jetzt ist es endlich soweit. Ninebot möchte auch in der 18 Zoll Liga mitspielen, ja, und das nicht schlecht, nämlich mit der Ninebot Z-Serie. Warum Ninebot Z-Serie? Ja, weil es gibt das Z6, das Z8 und das Z10. Wir haben für euch das Z6 und das Z10, also das kleinste und das größte. Ja, und der Unterschied ist eigentlich im Wesentlichen das Z6 hat einen 574 Wattstunden Akku, während das Z10 einen 1000 Wattstunden Akku hat. Das Z6 fährt maximal 35 km/h und das Z10 maximal 45 km/h. Das kommt daher, dass im kleineren Rad, also im Z6, ein 1200 Watt Motor arbeitet, während im großen Rad ein 1800 Watt arbeiten. Es kann natürlich sein, dass der Motor identisch ist und dass einfach nur die Leistung angepasst wurde. Sonst sind die Geräte identisch. Ach ja, und die Steigung beim kleineren Rad sind 20 Grad und beim Z10 maximal 25 Grad. Das Ninebot Z trägt bis zu 150 Kilogramm und damit ist es auf jeden Fall für den europäischen Markt angepasst, muss man sagen. Und am auffälligsten ist natürlich dieser dicke Reifen. Und ich habe hier mal gemessen, mit dem Messschieber bin ich auf über 10 cm gekommen. Das bedeutet eine sehr breite Auflagefläche. Und je nach Luftdruck kann man ja diese Auflagefläche bestimmen, also wie viel davon wirklich den Boden berührt. Das ist zwar gut für die Fahrstabilität, ein bisschen nachteilig für den Energieverbrauch, denn zum Beispiel das KAS 18L, das der absolute Energiesparmeister ist, wird deutlich weiterkommen als das Ninebot Z, oder man müsste beim Ninebot Z einfach sehr viel Luft aufpumpen. Trotzdem ist es, wie man hier sehen kann, sehr wendig. Das hätten wir nicht gedacht, aber es fährt sich tatsächlich sehr wendig. Ja, und wie schon beim ES2-Roller von Ninebot ist es jetzt auch mit der App so, dass erstmal muss natürlich die App installiert werden. Dann nicht vergessen, die Berechtigungen zu erteilen, sonst wird die App nicht funktionieren bzw. das Rad nicht finden. Und dann muss man hier wieder diese ganzen Sicherheitshinweise bestätigen und die muss man sich auch alle jeweils 3 Sekunden lang angucken. Also anders geht's halt nicht. Man will halt wirklich auf Nummer sicher gehen und selbst wenn wir das gemacht haben und dann das Rad freischalten wollen, dann steht dort, dass man mindestens 1 Kilometer erstmal üben soll, bevor man die Geschwindigkeit freischalten kann. Ansonsten haben wir die ganz klassischen Bedienelemente, nämlich den Ein- und Ausschalter. Der macht hier wirklich schöne Geräusche, erinnert mich an R2D2. Klingt irgendwie cool, man weiß nicht genau, was es immer sagt oder ob es was sagt, aber es klingt einfach toll. Und die Ladebuchse ist unter dieser Gummiabdeckung und somit schön wassergeschützt und der Ladestecker sieht doch komplett anders aus als alles, was wir bisher kennen. Den kann man also nicht verwechseln. Und die RGB-LEDs, die kann man natürlich wieder konfigurieren, zweifarbig abwechseln, was immer ihr wollt. Man kann sie auch auslassen. Und zudem hat das Ninebot Z jetzt endlich Licht, also ein eingebautes Licht. Das muss man also nicht mehr zusätzlich kaufen. Und das ist wirklich hell, wie man hier sehen kann. Und hat doch diesen coolen LED-Ring, also wie bei modernen Fahrzeugen. Und hinten ist natürlich dann die Rückleuchte und das Bremslicht.
Der Trolley, der ist hier nicht eingebaut. Das bedeutet, wer keinen Trolley haben will, muss ihn auch nicht benutzen. Wer ihn haben will, muss ihn allerdings einbauen. Mit dem Schutzblech oder ohne, das könnt ihr entscheiden. Das ist natürlich kein Blech, sondern ein Plastikstück. Und da müsst ihr ein bisschen schrauben. Also zunächst mal müsst ihr hier links und rechts die ersten 5 Schrauben auf beiden Seiten abmontieren oder rausschrauben. Dann habt ihr 2 solche Distanzstücken, die nehmt ihr raus. Die sind übrigens beschriftet mit links und rechts, wenn ihr sie später wieder einsetzen wollt, damit ihr sie nicht verwechseln könnt. Und dann setzt ihr zuerst dieses Schutzblech ein. Dafür gibt es nochmal 2 Schrauben, die liegen dabei. Die könnt ihr dann, oder die müsst ihr oben anschrauben. Und dann anschließend die zweite, und jetzt muss ich überlegen, die zweite, dritte und vierte Schraube nur anschrauben. Und anschließend könnt ihr den Trolley anschrauben. Den steckt ihr einfach da drüber und dann schraubt ihr die restlichen Schrauben fest. Und dann habt ihr den Trolley dran. Den könnt ihr ganz normal ausziehen und einklappen oder einfahren. Und dann könnt ihr das Rad mit dem Trolley bewegen. Und wem es halt nicht gefällt, der kann es dann wieder abmachen. Eine kleine Besonderheit beim Z10 ist das Ventil. Da kommt man nämlich nicht so einfach ran, es sei denn, man öffnet diese Klappe und dann kann man mit dieser Ventilverlängerung, die kann man da raufschrauben und dann kann man auch die Luft aufpumpen. Das Ninebot Z hat jetzt auch diesen Griffsensor. Das bedeutet, wenn man das Rad anhebt, dann geht es auf jeden Fall aus. Und wenn man es hinstellt, geht es wieder an. Wer dennoch wissen möchte, wie man das Rad frei drehen lassen kann, der muss es einfach an den Pedalen anheben. Und dann kann man es frei drehen lassen, aber vorsichtig, man kann sich da schnell verletzen, weil der Reifen ist ja sehr frei. Das ist sehr, sehr gut fürs Fahren. Allerdings kommt man natürlich auch schneller an diesen Reifen ran, weil er eben nicht mehr geschützt ist. Aber rein fahrtechnisch ist das natürlich toll und das ist auch unser abschließender Eindruck. Es fährt sich mega stabil, auch im Gelände, auch über, habt ihr gesehen, Kopfsteinpflasterstraßen. Das steckt schon einiges weg und es ist ein super Rad fürs Gelände. Und ist übrigens auch sehr, sehr gut verarbeitet, muss man sagen. Also die Qualität auch der ganzen Gewinde, wir haben uns das ja angeguckt, ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und eine klare Empfehlung von uns, wer so ein 18 Zoll Rad braucht und diesen breiten Reifen auch fürs Gelände haben möchte, der hat auch gar keine Alternative, glaube ich, weil alle anderen Räder ja deutlich dünnere Reifen haben. Und von daher ist das Rad schon in seiner Klasse einmalig und eine absolute Empfehlung von uns auf jeden Fall. Ja, das war's wie gesagt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Elektro mit C-Sport.de